Schon seit Monaten kursieren Gerüchte darüber, dass nebst einer PlayStation 5 Slim auch eine PlayStation 5 Pro auf den Markt kommen könnte. Laut dem Bericht von Key2Gaming könnte das bereits im November 2024 der Fall sein. Und falls die Gerüchte stimmen, dann könnte die PlayStation 5 Pro ein absolutes Monster werden. Doch was für Hardware könnte verbaut werden? Und wie viel könnte das Ganze kosten? Das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Sony hat seit der Veröffentlichung der ursprünglichen PlayStation im Jahr 1994 immer mindestens eine überarbeitete Version der Konsolengeneration auf den Markt gebracht. Sei es ein kleineres Design oder wie im Fall der PlayStation 4 eine leistungsstärkere Version. Es überrascht daher nicht, dass bald eine überarbeitete Version der PlayStation 5 auf den Markt kommen könnte. Jüngsten Gerüchten zufolge könnte dieser Zeitpunkt sehr nahe sein. Die ursprüngliche PlayStation 4 wurde 2013 veröffentlicht. Das Pro-Pendant kam 3 Jahre später, 2016, auf den Markt. Obwohl es also ziemlich wahrscheinlich scheint, dass Sony bald eine PlayStation 5 Pro ankündigen könnte, ist nicht offiziell bestätigt worden, dass die Konsole auf dem Weg ist. Während Microsofts jüngstem Sieg vor Gericht gegen die US-Marktaufsichtsbehörde FTC behaupten sie, dass Sony wohl beabsichtige, bis Ende dieses Jahres mindestens eine neue Konsole zu veröffentlichen. Laut dem Bericht von Key2Gaming soll Sony bereits seit 2022 unter dem Codenamen Trinity an der Pro-Version für die PlayStation 5 arbeiten. Sony benutzt bereits in der Vergangenheit immer Codenamen aus dem Film Matrix für ihre noch nicht veröffentlichten Projekte, wie zum Beispiel Neo bei der PlayStation 4 Pro und Morpheus bei der PlayStation VR. Obwohl die Daten noch nicht bestätigt sind, soll Sony außerdem wohl bereits im November 2023 Development Kits für die PlayStation 5 Pro an große Game Studios herausgeben. Auch wenn Sony bisher keine offiziellen Details veröffentlicht hat, deuten die neuen Leaks darauf hin, dass die PlayStation 5 Pro ein absolutes Monster werden könnte. Laut dem Bericht von Key2Gaming soll die PlayStation 5 Pro über 60 Compute Units besitzen. Das wäre ein Anstieg von über 60% im Vergleich zur regulären PlayStation 5, welche nur 36 Compute Units verbaut hat. Damit sollte ein ordentlicher Leistungszuwachs möglich sein. Wenn wir davon ausgehen, dass AMDs neue RDNA 3 Architektur zum Einsatz kommt, wird sich die Raytracing-Performance ebenfalls massiv steigern. Das könnte Raytracing definitiv zum Durchbruch verhelfen und Millionen von Konsolenspielern realistischere Grafik ins Wohnzimmer bringen. Außerdem soll die PlayStation 5 Pro mit 18.000 Megatransfers pro Sekunde einen ziemlich schnellen Speicher haben. Was die Leistungsziele der Konsole angeht, so wird die PlayStation 5 Pro erwartungsgemäß verbesserte und konsistentere Performance bei 4K abliefern. Und laut Bericht soll es einen neuen Performance Mode für 8K-Auflösung geben, sowie verbessertes Hardware-beschleunigtes Raytracing. Wobei die 8K-Auflösung wahrscheinlich reines Marketing ist, denn auch mit der PlayStation 5 Pro werdet ihr wahrscheinlich nicht nativ in 8K zocken können. Außerdem wären die Verbesserungen gerade für PlayStation VR-Spieler sehr spannend, da sie damit nochmals mehr Grafikpower zur Verfügung hätten, was das Zocken mit VR-Headsets sicher nochmals angenehmer machen könnte. Laut GamePro könnte die PlayStation 5 Pro 50 bis 100 Euro mehr als die normale PlayStation 5 mit Laufwerk kosten. Obwohl die PlayStation 5 meiner Meinung nach gar nicht so hässlich ist, wie viele sagen, wäre es schon cool, wenn die PlayStation 5 Pro ein neues Design spendiert bekommen würde. Zum möglichen Design der PlayStation 5 Pro ist aber leider aktuell noch nichts bekannt. Laut Insider Gaming soll außerdem dieses Jahr noch eine PlayStation 5 mit abnehmbarem Laufwerk auf den Markt kommen. Es wird aber davon ausgegangen, dass das nicht die PlayStation 5 Slim-Version sein wird, sondern dass diese die bestehende PlayStation 5 komplett ersetzen soll. Genauere Angaben zu einer PlayStation 5 Slim gibt es laut dem Bericht leider noch nicht. Was denkst du? Braucht es eine PlayStation 5 Pro oder Slim-Variante? Schreib es uns doch gerne in die Kommentare. Und wenn du mehr über die PlayStation 5 erfahren willst, dann schau dir unser letztes Video über den DualSense Edge an. Das war's mit dem Video. Falls es dir gefallen hat, gib gerne ein Like, abonniere den Kanal und klick auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Macht's gut, Freunde, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.